Hallo liebe Freunde von Delta 4x4. Heute machen wir mal ein bisschen ein trockeneres Video, und zwar geht es heute ein bisschen so um unsere Eintragungen, um unsere Gutachten, was man alles beachten muss, technische Möglichkeiten, technische Daten und so weiter. Jetzt starten wir einfach mal mit dem ersten Thema, und das sind die verschiedenen Gutachten. Und ich fange jetzt mit dem ersten Gutachten an, also das wir am meisten schicken, am meisten benutzen. Das ist ein sogenanntes Teilegutachten, und die werden von uns beim TÜV ausgestellt. Das sieht so folgendermaßen aus. Das wird hier vom TÜV Süd in unserem Fall ausgestellt. Und ja, aber bevor wir eben so ein TÜV-Teilegutachten bekommen, müssen wir aufwendige Tests bestehen. Das heißt, wir müssen die Felgen auf eine bestimmte Tragfähigkeit testen. Das heißt, nachdem man eine Felge designt hat, gezeichnet hat, die ersten hergestellt hat und so weiter, muss man die eben zu einem Prüfinstitut bringen, und da wird die dann eben auf die gewünschte Traglast getestet. Also wir testen unsere Felgen immer auf ja, so ziemlich das Maximale, was überhaupt geht. Unsere Felgen sind ja auch Schwerlastfelgen, also wir haben ja Felgen, die sind auf 2000 Kilo pro Rad, also 4 Tonnen pro Achse getestet. Des Weiteren stehen dann andere Tests an, die nennen sich dann Impact-Test oder Korrosionstest. Ja, das sind einfach verschiedene Tests, die eine Felge bestehen muss, um überhaupt so ein TÜV-Teilegutachten zu erhalten. Und der Prüfer muss sich auch ein Fahrzeug anschauen, wo eben genau diese Felge dann montiert wurde, und dann kann er eben erst so ein TÜV-Teilegutachten ausstellen. Also es ist echt ein relativ langwieriger Prozess, aber im Endeffekt hat man dann am Ende so ein TÜV-Teilegutachten in der Hand, und damit kann man dann wirklich sehr gut arbeiten, und ja, macht auch viel Spaß, eine Felge damit zu verkaufen. Das ist auch ein Grund, warum es halt teilweise länger dauert, bis wir so ein TÜV-Teilegutachten bekommen, weil ja, der TÜV-Prüfer sich das Auto erstmal anschauen muss. Also egal, ob es das ein neues Modell ist oder ein komplett neues Fahrzeug, muss sich das einfach nochmal neu angeschaut werden, und dann wird halt erst das TÜV-Teilgutachten erstellt. Also es kann sein, dass es halt mal ein bisschen länger dauert, aber irgendwann hat man das halt mal in der Hand, und ja, damit kann man dann wirklich toll arbeiten, weil echt eine Menge Informationen drinstehen. Eigentlich alle, die halt nötig sind, um das erfolgreich dann in dem Fahrzeug einzutragen. Ich habe mir jetzt mal so ein TÜV-Teilegutachten ausgedruckt. Also das ist jetzt in dem Fall vom TÜV. Hier sieht man hier oben auch an dem Logo, an dem blauen. Und wir gehen jetzt einfach mal von A bis Z durch, und ja, ich erkläre euch jetzt einfach mal die wichtigsten Dinge, wo das meiste eigentlich ja relativ selbsterklärend ist. Falls ihr irgendeine Frage habt, dann ruft uns natürlich gerne an, da helfen wir euch gerne weiter. Und ja, dann starten wir einfach mal. Und zwar oben ist halt im Endeffekt der Kopf, und dann geht's los hier mit der 28. Neufassung zum Teilegutachten Nummer 1600-120 CP-BWG in dem Fall. Und ja, das ist einfach die 28. Neufassung, das heißt, es wurden schon 28 Mal Änderungen in diesem Gutachten vorgenommen. Einfach weil eine Reifengröße nachgetragen wurde, weil vielleicht eine Felge oder die Felge auf eine höhere Traglast geprüft wurde und so weiter. Da gibt es halt immer diese Neufassungen. Und ja, wir sind jetzt hier schon bei Neufassung 28. Wir versuchen natürlich die Gutachten immer möglichst aktuell zu halten. Ja, und dann geht es eben weiter hier, für was eben dieses Gutachten ist. Es ist eben für Sonderräder bzw. Reifen, also im Endeffekt für unsere Felge, und zwar die Classic Badlock. Die heißt mittlerweile Classic B. Früher die technische Bezeichnung bzw. auch die Verkaufsbezeichnung war Badlock. 8518 heißt 8,5 mal 18, also die Breite ist 8,5, 8 und 18 Zoll hoch. Also das Gutachten geht es allgemein eigentlich, es ist allgemein gehalten. Also ich erkläre es allgemein, aber ich gehe jetzt anhand eines Fiat Ducatos das Gutachten durch, und zwar eines Maxi-Modells, einfach nur als Beispiel. Der Hersteller sind wir, Delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH, kurz Delta 4x4, also das sind wir. Wir sind der Auftraggeber, wir sind auch der Hersteller der Felgen, und für uns wurde das Gutachten erstellt. Dann geht es eigentlich relativ allgemein weiter, kommen so, ja, diese ganzen Klauseln, Formeln und so weiter, ist relativ unwichtig für uns. Bei uns geht es erst mit der nächsten Seite weiter, und zwar steht hier dann die ganzen technischen Bestimmungen, also wie gesagt nochmal die Breite, die Zollgröße, was das genau für ein Rad ist, nochmal die Bezeichnung, auch was noch alles eingravierend ist, also Herstellungsdatum und so weiter. Und dann geht es hier weiter, im Endeffekt, das sind die ganzen Festigkeiten aufgeführt. Das heißt, in welchen Festigkeiten es diese Classic B gibt. Also das heißt, der Abrollumfang ist beschrieben, welchen maximalen Reifen man montieren darf, heißt es im Endeffekt, und die zulässige Radlast, bei welchem Lochkreis auch immer. Also der erste Teil des Gutachtens ist relativ allgemein, da geht es im Endeffekt nur um diese Classic bzw. die Classic B 18 x 8,5.
Dann geht es eben weiter. Kommt der zweite Teil der Tabelle dann auch und wieder unwichtige Zusatzinformationen kann sich natürlich jeder auch durchlesen. Dann geht es hier zu den Anlagen. Da kommen jede Menge Anlagen. Das heißt, wir haben hier Anlagen für ein Audi, für Fiat, für Isuzu, für Tesla und so weiter. Und die Anlage, die für uns interessant ist, ist die Fiat 01 vom 12.12.22. Da wurde das Gutachten erstellt. Und da geht es explizit um den Fiat Ducato bzw. um den baugleichen Citroën oder auch um den Peugeot. Dann geht es hier weiter mit der Schlussbescheinigung. Ist auch im Endeffekt, sind jetzt keine Informationen drin, die wir unbedingt brauchen. Und am Schluss unterschreibt nochmal der zuständige Ingenieur, der das Gutachten erstellt. Das ist in dem Fall der Herr Schwarz, der für uns schon jede Menge Gutachten erstellt hat. Und jetzt wird es erst richtig interessant. Jetzt kommen die Verwendungsbereiche. Und zwar stehen jetzt hier nochmal diese 3 Fahrzeuge da, die ich gerade benannt habe. Im Endeffekt der Fiat Ducato, das ist so im Endeffekt der Head von allem. Und dann geht es weiter mit dem Peugeot Boxer, Opel Movano, Citroën Jumper. Die 3 Fahrzeuge bzw. 4 Fahrzeuge sind im Endeffekt baugleich. Und von dem Gutachten kann man dann ausgehen. Und ja, jetzt geht es ganz spannend, und zwar sind jetzt die ganzen Reifengrößen aufgeführt. Und das ist wirklich interessant, und wenn wir euch auch beraten für Fahrzeuge, haben wir normalerweise auch immer das Gutachten auf und schauen dann eben, welche Reifengrößen freigegeben sind, welche Reifengrößen sinnvoll sind. Es kommt halt natürlich auch darauf an, wie viel der Kunde umbauen will, ob er eine Höherlinge verbauen will, ob er im Rathaus was machen will, ob er eine Tachoangleichung verbauen will oder eben halt einfach nur eine Plug-and-Play-Lösung sucht. Und das sehen wir halt schon an den Auflagen im Endeffekt, was eher kompliziert ist und was eher unkompliziert ist. Und hier sind im Endeffekt jede Menge Reifen aufgeführt. Und zwar eine Reifengröße sticht schon mal ganz raus, und das ist der 255 55 18, weil der im Endeffekt 3-mal aufgeführt wurde. Und zwar wird er 3-mal aufgeführt, weil es den Reifen im Endeffekt in 3 verschiedenen Traglasten gibt, 109, 116 und 118. Und natürlich bedeuten diese Zahlen etwas. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach vom Fiat Ducato Maxi ausgehen, gibt es einen Reifen von BF Goodrich mit einer Traglast von 109. Und der ist bei den meisten Maxi-Modellen oder eigentlich bei allen Maxi-Modellen zu wenig. Das heißt, der hat zu wenig Traglast. Und da muss man dann im Endeffekt auf den Reifen mit 118er Traglast ausweichen. Anders geht es nicht, sonst kann man den nicht beim Maxi-Modell montieren. Und das ist dann im Endeffekt entweder der Continental Van Contact Camper mit 120er Traglast oder der Loader-Reifen, Loader AT #1 mit 118er Traglast. Das sind die beiden einzigen Reifen in 18 Zoll, die man dann im Endeffekt auf den Fiat Ducato Maxi montieren kann. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir den Loader-Reifen, das ja auch unser eigener Reifen ist, montieren will, und schauen uns genau mal die Auflagen an, beim 255, 55, 18 mit 118er Traglast. Und ja, das sind im Endeffekt die ganzen Nummern aufgeführt. In Gutachten sind übrigens 2 verschiedene Einpresstiefen aufgeführt, und zwar einmal die Einpresstiefe 45 und einmal die 55. Wir gehen jetzt halt mal von der ET 45 aus, weil wir die eben für den deutschen Markt hauptsächlich verkaufen. Die ET 55 ist, falls es jemand interessiert, eher für den Schweizer Markt interessant. So, ich habe jetzt die ganzen Auflagen angekreuzt, die wichtig für uns sind. Und zwar fange ich bei der ersten an. Das ist allgemein gehalten, das heißt, man darf vorne und hinten nur das gleiche Rad verbauen. Das heißt, man darf nicht vorne den Loader-Reifen verbauen und hinten den Conti-Reifen, sondern es muss 4-mal das komplett gleiche Setup sein. Weiter geht es mit Auflage genau 2a. Und zwar heißt es hier, dass man eine zusätzliche Radabdeckung braucht. Und zwar heißt es hier, an den Rathäusern ist, sofern serienmäßig nicht vorhanden, durch den Anbau geeignete Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Auflage 2 ist im Endeffekt mehr oder weniger ein Freibrief, dass man keine Radabdeckung braucht, aber im Endeffekt muss man wirklich immer von Fall zu Fall schauen. Der TÜV-Prüfer entscheidet am Schluss, oder der DEKRA-Prüfer, wer auch immer, entscheidet am Schluss, ob man eine Radabdeckung braucht oder eben nicht. Das klingt immer wilder, als es ist. Normalerweise ist es immer nur so eine kleine Lippe, die man halt dann noch verbauen muss, die aber halt wirklich die entscheidenden halben oder den entscheidenden Zentimeter dann bringt. Auflage 3, da wird beschrieben, welche Ventile man verwenden muss. Also wir nehmen nur Alu-Ventile bei unseren Alufelgen, dass da eben nichts korrigiert und so weiter. Dann geht es hier weiter mit der Auflage 4 bzw. 4a. Da steht erst, die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig, aber Auflage 4a ist auch dabei. Und das heißt, dass man feingliedrige Schneeketten verbauen kann, sofern das Fahrzeug mit einer Höherlinie ausgerüstet ist. Das steht eben bei Auflage 9. Dann geht es eben weiter. Und zwar kommen dann die ganzen
Auflagen sind jetzt nicht interessant für uns, da geht es um die ganzen Achslasten, nachdem aber unser Reifen, den wir jetzt ausgewählt haben, unser Loader-Reifen, so eine extrem hohe Achslast hat, müssen wir darauf jetzt nicht achten. Falls ihr da noch in der Entscheidung seid, welchen Reifen ihr nehmt, dann müsst ihr halt wirklich aufpassen, da ist halt schnell passiert, dass man wirklich einen Reifen gekauft hat, der zu wenig Traglast für das Fahrzeug hat und darum ist es wichtig, das immer vorher abzugleichen. Da gibt es ja eben diesen Tragfähigkeitsindex, das sind immer diese Zahlen und da kann man dann eben nachschauen, wie viel es pro Rad aushält. Den Wert muss er dann mal 2 nehmen und da muss man schauen, ob der den Wert der höchsten Achse im Fahrzeugschein entspricht. Das ist ganz wichtig, aber falls ihr euch da nicht sicher seid, ruft uns gerne an, dann helfen wir euch, den perfekten Reifen zu finden und machen euch das perfekte Komplettrad fertig. Dann geht es hier weiter mit Auflage 6 mit der Tachoangleichung und zwar steht jetzt hier im Endeffekt ein kleiner Text, wann man eine braucht. Dann ist aber wichtig, in allen anderen Fällen wurde durch Überprüfung an mehreren Fahrzeugen nachgewiesen, dass eine Angleichung der Anzeige des Tachometers nicht erfolgreich ist. Bei unserem Maxi-Modell heißt es im Endeffekt, dass man keine Tachoangleichung braucht. Das steht jetzt hier explizit drin. Beim Leitmodell ist es anders, da sind wir jetzt aber eben gerade nicht. Da kann es dann eben sein, dass man eine Tachoangleichung braucht. Genau, 6a ist im Endeffekt wieder das gleiche, da sind wieder Reifengrößen drin, wo man halt die Tachoangleichung eben nicht braucht. Das ist eben dann ganz cool und da kann man dann sehen, ob man eine braucht oder eben nicht, weil wir halt das eben an vielen Fahrzeugen schon getestet haben und dem Prüfer dann eben unsere Daten weitergeben können. Dann kommt die Auflage 7. Das ist im Endeffekt jetzt halt auch nichts Wichtiges, halt bloß, dass das Auto sicher ist und so weiter. Muss man jetzt nicht wirklich beachten. Davon gehen wir mal aus. Und dann geht es erst hier weiter mit der Auflage 10. Wir können auch Auflage 9 kurz besprechen, da geht es um die ganzen Höherlegungen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Nähketten verbauen will oder wenn man einfach so eine Höherlegung haben will, dann sind die ganzen Freigaben hier drin. Das heißt, wir haben eine Freigabe für eine Goldschmidt-Höherlegung in dem Fall, für VB, für unsere Höherlegung und die sind alle freigegeben und dann ist eine Eintragung in Kombination eben auch kein Problem, weil der TÜV-Prüfer einfach sieht, okay, der hat sogar die Felge eine Freigabe, da muss man auch keine Einzelabnahme machen, sondern ist eine ganz normale Abnahme. Dann kommt auch Auflage 10, steht nochmal explizit drin, auch das VB, also die Luftfederung, damit kompatibel ist. Auflage 11 sind die Reifendrucksensoren, das heißt, wenn man Reifendrucksensoren hat, muss man die natürlich auch verbauen und da sind noch einfach ein paar Informationen dazu drin. Also so ein Gutachten ist ja eigentlich auch nicht dafür da, um uns zu schikanieren, sondern ist eigentlich eine gute Hilfe. Findet man eigentlich viele Informationen, wenn man sich das durchliest und darum arbeiten wir eben ganz gern auch mit diesen TÜV-Teilegutachten, auch bei uns in der Beratung, weil man halt einfach viele Informationen da rauslesen kann. Dann geht es hier nochmal mit der Auflage 12 und zwar gibt es beim Fiat Ducato hier 2 Lochkreise mit dem Leit- und dem Maxi-Modell, einmal den 518 Lochkreis und einmal den 530 Lochkreis. Es steht halt hier auch dabei dass man bei der Lite-Version die 518 nehmen muss, die 518 Felge. Falls ihr euch nicht sicher seid, welche Lochkreise ihr da habt, einfach wieder bei uns anrufen, schickt uns einen Fahrzeugschein, dann können wir euch innerhalb von ein paar Minuten eigentlich sagen, was für ein Fahrzeug ihr habt. Dann wird es hier nochmal interessant, hier sind nämlich die ganzen Abrollumfänge und die Radlasten nochmal aufgeführt. Das ist ganz interessant und ja, bei unserer Felge, die wir uns jetzt ausgesucht haben, 1/45 mit dem Lochkreis 530, haben wir eine Radlast von 1250 Kilo, was eben nicht eine Menge ist, aber unsere Felgen sind ja eigentlich auch alle Schwerlastfelgen. Dann wird es hier nochmal interessant, da steht dann dabei, welche Befestigung man braucht, also welche Radschrauben. Beim Maxi-Modell braucht man eben die M16-Schrauben und auch der Anzugsmoment steht dabei. Also falls man sich nicht mehr sicher ist, auf welche Newton man die Felgen anziehen muss, kann man einfach im Gutachten nachschauen. Also das ist wirklich eine große Hilfe. Und ja, das ist im Endeffekt das Ende des Gutachtens. Am Schluss unterschreibt hier eben nochmal der Herr Schwarz, der eben das Gutachten hier in dem Fall erstellt hat. Kann natürlich auch jeder andere sein. Das war es im Endeffekt schon. Das ist jetzt eigentlich eher ein größeres Gutachten genommen, aber ich habe jetzt eins genommen, wo er halt ein bisschen was erklären kann. Normalerweise stehen einfach ein paar Reifengrößen drin mit den Auflagen und so weiter. Manchmal auch ein bisschen vage, aber dafür sind wir da, um euch das näher zu bringen, um euch das zu erklären. Und ja, also ich würde eigentlich jedem, der jetzt halt hier nicht der ultimative Crack ist, einfach bei uns anzurufen und wir erstellen nicht das perfekte Angebot und da könnt ihr euch halt auch sicher sein, dass das dann passt, weil wir halt einfach nichts anderes machen. Falls ihr mehr Fragen habt, einfach bei uns anrufen, ansonsten geht es dann weiter mit den anderen Gutachten. So, jetzt geht es zum nächsten Teil und zwar geht es jetzt um die sogenannte ABE und zwar ist die allgemeine Betriebserlaubnis. Das Gutachten, muss ich ehrlich sagen, haben wir relativ selten.
Einfach aus dem einfachen Grund, eine ABE bekommt man gar nicht so einfach. Und zwar eigentlich nur, wenn man sehr seriennah die Fahrzeuge umbaut. Das heißt, wenn man zum Beispiel Felgen benutzt, die gleichen Dimensionen haben wie serienmäßig und man auch dann die gleichen Reifengrößen drauf macht. Im Endeffekt ist es eigentlich eher so ein Fall für, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel einen Golf tun, dann sagt man einfach nur andere Felgen haben. Man will jetzt auch gar nicht weiter rauskommen oder irgendwie breiter werden, sondern einfach nur schöne andere Felgen drauf machen. Dann ist es relativ easy. Dann kauft man sich Felgen, die eine ABE besitzen. Das heißt, man muss einfach nur die Felgen tauschen und kann im Endeffekt sofort weiterfahren. Man muss einfach nur diese ABE mitführen und muss sonst nicht mal zu TÜV, DEKRA, KÜS und so weiter fahren, um das einzutragen. Also es ist relativ unkompliziert, aber es hat einfach nur für seriennahe Umbauten. Und ja, Delta 4x4 macht sehr selten nur seriennahe Umbauten. Wir versuchen ja immer möglichst weit rauszukommen, möglichst breite Reifen zu verwenden, ja auch möglichst hohe Reifen zu verwenden, dass man auch ein Plus an Bodenfreiheit dazu bekommt. Und darum sind ABEs für uns eigentlich relativ irrelevant. Wir haben ein paar ABEs, zum Beispiel fällt mir gerade ein, der Windabweiser für den VW Amarok hatte eine ABE, das haben wir damals beantragt. Dann haben wir hier, das ist eine ABE für unsere Stahlfelgen für den Suzuki Jimny. Da haben wir auch eine ABE, weil es da auch weil die auch Felgen auch relativ seriennah sind und man auch die gleichen Reifengrößen fahren kann wie serienmäßig. Die sind da auch hinterlegt, da kann man im Endeffekt mit den Rädern einfach weiterfahren, muss nicht mal zum TÜV fahren, aber allerdings nicht bei allen Reifengrößen. Also wir können einfach die ABE auch nochmal ein bisschen Stück für Stück durchgehen. Die ist relativ dick. ABEs sind immer sehr, sehr viel Papier, aber wir machen das jetzt ein bisschen schneller. Fängt jetzt hier wieder an mit der Überschrift, für wen es ausgestellt wurde, für welche Räder es entwickelt wurde, welche Genehmigungsnummer und so weiter. Hier heißt dann die Felge die Track 2. Technisch nennen wir die Felge Track 2. Für den Verkauf und Marketing und so weiter heißt die Felge Black Track. Auch noch ganz interessant. Dann kommt hier eigentlich im Endeffekt, ja, viele wichtige Daten, aber eigentlich alles eher Blabla für den Endkunden, würde ich mal sagen, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Und dann geht es jetzt hier erst wieder weiter. Hier sind wir jetzt auf der Seite 1 von 3 beim richtigen Gutachten der ABE. Da geht es eben dann fahrzeugspezifisch. Da stehen dann nochmal die ganzen Daten dabei: Lochkreis, Mittelloch, Einbrisstiefe, Radlast und so weiter. Das sind jetzt hier 500 Kilo. Bei der Blacktrack brauchen wir nicht so viel wie bei anderen Fahrzeugen, weil die halt eben explizit für den Suzuki Jimny entwickelt wurde und der Jimny wiegt ja jetzt nicht so viel wie andere Fahrzeuge. Dann geht es hier erstmal wieder weiter, da stehen wieder, welche Tests gemacht wurden. BG-Umlaufprüfung, Abrollprüfung, alle Tests, die wir halt bei den Felgen immer machen müssen. Bei der ABE mussten die dann noch ein bisschen extremer sein, also noch mehr. Und dann geht es hier erst wieder weiter. Und zwar ist es dann die Anlage 1, da geht es dann eben explizit um den Suzuki Jimny GJ. GJ ist das neue Modell. Mittlerweile gibt es sogar ein HJ, ist aber baugleich. Das muss im Endeffekt hier auch noch nachgetragen werden. Und dann stehen hier jetzt die Reifengrößen. Und zwar ist hier bei der ersten Reifengröße die Größe 195/80 R15. Und das sollte die Seriengröße sein, weil hier eben keine Auflage dabei steht. Im Endeffekt nur die A11. Da geht es nur um die Schneeketten. Das heißt, diese Größe darf man ohne Eintragung fahren. Bei allen anderen Größen stehen mehr Auflagen dabei. Das heißt, die müssen dann trotz ABE eingetragen werden. Also das ist ganz wichtig. Darum machen wir relativ selten ABEs, weil halt man nur die Seriengröße eintragungsfrei fahren kann, wenn man eine normale ABE erstellt. Genau. Bei diesen ganzen Größen, die jetzt dabei stehen, ist im Endeffekt die A01 die entscheidende. Die A01 steht bei allen Reifengrößen eben nur bei dieser ersten nicht. Und das heißt eben, nach Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen und so weiter. Also muss das Auto vorführen. Trotz ABE muss man das Auto vorführen. Im Endeffekt außer man montiert den kleinen Serienreifen 195/80 R15. Genau, also falls jemand sagt, ich will die Stahlfelge haben, will sie nicht von Suzuki haben, will sie von Delta haben, Reifen ist mir im Endeffekt egal, Serienreifen, der kann das machen, kann mit der ABE ohne Prüfung weiterfahren. Aber ansonsten machen wir, wie gesagt, relativ selten ABEs, weil unsere Umbauten normalerweise extremer sind und da arbeiten wir dann einfach mit TÜV-Teilegutachten und das muss sich halt einfach ein Prüfer nochmal nach dem Umbau explizit nochmal anschauen.
Jetzt geht es zum nächsten Gutachten, und zwar ist es ein sogenanntes EEG-Gutachten. Das ist eigentlich so ja mein Lieblingsgutachten, weil es einfach wirklich unkompliziert ist. Mit diesem Papier muss man nicht zum TÜV fahren, muss nicht zur DEKRA fahren, muss nicht zum KÜS fahren und so weiter. Man baut sich das Anbauteil ein. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Frontbügel für einen VW Bus T6.1 und kann einfach weiterfahren. Man muss einfach nur hier dieses Heftchen mitführen und im Falle einer Kontrolle zeigt man das einfach vor. Der Beamte oder der Polizist oder wer auch immer kontrolliert es dann und gibt es dann seine Datei ein und kann dann eben schauen, ob der Bügel legal ist, und in unserem Fall ist er das dann auch, und dann kann man, wenn sonst alles stimmt, die Reise oder die Fahrt bequem fortführen. Also ein EG-Gutachten bekommt man nur nach einigen Tests, wie das andere Gutachten auch. Und zwar unsere EG-Gutachten haben wir eigentlich hauptsächlich für unsere Frontbügel. Also für Felgen haben wir keine EG-Gutachten, ist meines Erachtens auch nicht möglich. Gibt es einfach nur für solche Anbauteile, zum Beispiel Frontbügel, wie gesagt, Seitenbügel, Überrollbügel, für diese ganzen Edelstahlanbauteile im Endeffekt haben wir EG-Gutachten. Und das ist einfach ein Vorteil für den Kunden, weil er sich im Endeffekt nach dem Anbau keine Gedanken mehr machen muss, sondern einfach losfahren kann. Und um so ein Gutachten zu bekommen, muss man wie gesagt einige Tests machen. Also man muss halt zum Beispiel beim Frontbügel müssen wir dann ein Fahrzeug nehmen, und dann wird dann bei einem Prüfinstitut zum Beispiel wirklich ein Dummy aus verschiedenen Positionen gegen das Fahrzeug geschossen. Teilweise ist dann wirklich auch die komplette Front ja, defekt, also muss dann komplett ausgetauscht werden. Also ist auch immer ganz cool, da gibt es auch einige Filme. Ich glaube, wir könnten sogar einen vielleicht mal reinspielen. Dann seht ihr mal, wie das genau gemacht wird. Muss natürlich auch das Material geprüft werden und so weiter, Materialgutachten. Also es ist natürlich einiges, was man vorher dafür machen muss, um so ein EG-Gutachten zu bekommen. Das bekommt man natürlich nicht geschenkt. Um nur mal ein Beispiel zu geben, bei so einem Frontbügel, da gab es jahrelang das Gerücht, oder heute noch gibt es das Gerücht, dass solche Frontbügel ja streng verboten sind, was auch teilweise stimmt. Also diese Rammbügel, wie man sie aus den Filmen kennt, aus den amerikanischen Filmen, Cold Seavers und so weiter, wo sie so über das ganze Fahrzeug gehen, wo man wirklich, ja, wenn ein Bär über die Straße fährt, den Bär wegrammen kann, sowas geht nicht mehr, sowas ist nicht mehr legal in Deutschland. In Deutschland sind nur noch solche Frontbügel legal, und da müssen wir dann zum Beispiel nachweisen, dass im Falle eines Aufpralls mit einem Fußgänger weniger Schaden am Fußgänger entstehen würde, als wenn dieser Bügel nicht montiert wäre. Und das müssen wir halt vorher in Tests nachweisen, und ja, dafür muss auch dieser Bügel leicht nachgeben. Das heißt, auch selbst wenn man am Fahrzeug dann ein bisschen rüttelt, merkt man, dass der Bügel nachgeben würde im Falle eines Aufpralls. Anders geht es nicht mehr, anders kann man das nicht mehr machen, aber uns gefallen diese Bügel ganz gut, und die eignen sich halt auch hervorragend als Scheinwerferhalter, ohne halt wirklich im Kühlergrill was auszuschneiden und so weiter. Und ja, wir sind ein großer Fan von den Frontbügeln, und werden wir ab und zu auch belächelt auf Facebook und so weiter, aber nee, ist eine coole Sache, also wirklich. Jetzt gehen wir einfach mal dieses EG-Gutachten dieses Frontbügels durch, einfach als Beispiel. Da stehen vorne die ganzen Daten drauf, das Deckblatt mit Bild und so weiter, dass man das halt wirklich auch schön im Handschuhfach mitführen kann. Und da steht dann auch eine E-Nummer drauf. Und für alle Fahrzeuge, die eben diese E-Nummer haben, gilt dann dieser Bügel, der steht dann im Fahrzeugschein. Falls er nicht im Fahrzeug stehen sollte, zum Beispiel weil das einen Campingaufbau hat, das Fahrzeug oder und so weiter, steht die E-Nummer dann im Motorraum. Da gibt es auch noch ein Genehmigungszeichen, und auf dem Bügel ist dann entweder auf einer Metallplakette, also mittlerweile eigentlich immer auf einer Metallplakette, ab und zu auch mit so einem speziellen Aufkleber aus so einem speziellen Material, eine Nummer drauf, und die kann dann eben abgeglichen werden. Also die Nummer vom Gutachten muss mit der Nummer vom Bügel übereinstimmen. Das ist halt wichtig. Da steht noch die Artikelnummer drauf von uns und so weiter. Am Anfang noch so eine allgemeine Vorschläge. Zum Beispiel früher haben wir ganz viel Edelstahlbügel verkauft. Mittlerweile geht der Trend eher zu schwarz-matt. Und diese Edelstahlbügel, die mussten wir ein bisschen pflegen, dass sie halt immer noch nach ein paar Jahren so glänzen wie vorher. Und dann geht es jetzt hier weiter mit diesem Gutachten. Diese EEG-Gutachten machen wir meistens in Spanien oder in Polen, weil die sich einfach darauf spezialisiert haben. Darum ist das Gutachten jetzt hier, das Ausgangsgutachten auf Spanisch, mit immer englischer Übersetzung dabei. Dann geht es hier mal weiter, welche Modelle und so weiter. Jetzt halt alles so technische Daten. Und
welche Tests gemacht wurden, die Details des Bügels und so weiter. Und dann kommt hier nochmal die deutsche Übersetzung, einfach dann für den Kunden, dass er beruhigt ist, dass er sich das alles nochmal genau durchlesen kann. Da steht hier einfach nochmal genau drin, wo der Test gemacht wurde und so weiter. Meistens dann hier noch die Anbauanleitung mit dabei, genau. Da sieht man halt genau dann, wie der Bügel montiert werden muss. Kann man entweder selber machen oder eine Werkstatt macht das. Und wie gesagt, der Vorteil ist halt einfach, dass nachdem das Produkt montiert wurde, muss man eben nicht zum TÜV oder zu anderen Prüfstellen und das Produkt eintragen lassen. Also ja, darum ist es, wie gesagt, mein Lieblingsgutachten, weil es halt einfach ja, unkompliziert ist und man danach eigentlich nichts mehr beachten muss, wenn es halt natürlich richtig montiert wurde. Jetzt nochmal zu einem exotischeren Teil des Gutachtens. Und zwar gibt es auch ein Festigkeitsgutachten bzw. ein Vergleichsgutachten. Das heißt, für manche Fahrzeuge haben wir kein TÜV-Teilegutachten, weil wir halt ja entweder bisher noch nie was dafür verkauft haben, wir auch jetzt nicht erwarten, dass wir besonders viel dafür verkaufen werden, dann lohnt sich das halt einfach nicht, ein extra Gutachten dafür anzufertigen. Und dann gibt es auch trotzdem die Möglichkeit, das einzutragen. Und zwar gibt es dann ein Festigkeitsgutachten bzw. ein Vergleichsgutachten. Ein Festigkeitsgutachten ist einfach ein Gutachten, wo drin steht, wie viel Kilo die Felge trägt. Also zum Beispiel unsere Klasse B für einen Sprinter trägt meines Wissens zurzeit 1300 Kilo. Eventuell wird das auch noch weiter geprüft, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch die Spitze, was wir brauchen. Und da stehen noch weitere Daten dabei, bis zu welchem Abrollumfang und Biege-Umlaufprüfung, lauter Prüfungen, die wir halt dafür machen würden, stehen dann in dem Gutachten für die Felge. Also da geht es nur um die Felge, da steht kein Fahrzeug dabei, steht einfach nur dabei, die Felge, ich mache jetzt ein Beispiel, Classic B mit dem Lochkreis 630, Mittelloch 84,1, ET 45, trägt 1300 Kilo bis zu dem und dem Abrollumfang, also man kann maximal einen 285, 60, 18 Reifen montieren, jetzt nur als Beispiel. Und dann kann man sagen, hey, ich habe ein Auto, das hat genau diesen Lochkreis. Ich kann mit dem Mittelloch und der 1 bis 4 auch arbeiten. Und dann kann man auch eine Felge eintragen, die genau diese Daten hat auf dem Fahrzeug, wo wir halt keinerlei Gutachten dafür haben. Das funktioniert dann allerdings nur über eine Einzelabnahme. Bei uns in Bayern zum Beispiel ist es dann eigentlich so, dass man das nur beim TÜV machen kann, beziehungsweise die TÜV-Prüfer haben sich einfach darauf spezialisiert, weil unsere Gutachten vom TÜV Süd selber gemacht worden sind. Also darum empfehle ich das dann immer. Und ja, bevor man sowas macht, muss man das halt auf jeden Fall nochmal vorher absprechen mit dem TÜV. Das empfehle ich halt immer. Genug Daten sammeln, uns halt nochmal wirklich fragen und dann gibt es da eigentlich immer eine Möglichkeit. Also zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass wir eigentlich für fast jedes Auto dieser Welt irgendeine Felge anbieten könnten mit irgendeiner Prüfung. Es ist ganz selten, dass wir gar nichts haben, weil wir halt einfach schon seit Jahrzehnten die Felgen anbieten und manche Felgen haben wir halt auch wirklich sehr lange im Programm, weil die sich einfach lang halten. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die WP. Die haben wir früher eigentlich nur für die Pickups verkauft, vor, ja, weiß ich nicht, ich glaube 25 Jahren schon. Und mittlerweile verkaufen wir sie auch für Transporter, weil halt einfach das Design relativ zeitlos ist. Und früher haben wir halt einfach dann andere Lochkreise geprüft als heute, aber wir können halt die Prüfungen von damals immer noch verwenden. Und ja, das ist eine ganz coole Sache. Also falls ihr irgendein exotisches Fahrzeug habt, was ja relativ selten ist, also ich denke da zum Beispiel an Dodge Ram, Ford F-150, allgemein diese Ami-Trucks oder halt so auch alte Fahrzeuge zum Beispiel, gibt es eigentlich immer eine Möglichkeit, da trotzdem die Produkte einzutragen, obwohl man jetzt kein TÜV-Teilegutachten hat oder eine ABE oder was auch immer. Ist natürlich ein bisschen teurer zu der Eintragung, aber dazu dann nachher mehr. Jetzt noch kurz zum Vergleichsgutachten. Das ist im Endeffekt das Ähnliche wie bei einem Festigkeitsgutachten. Zum Beispiel gibt es manche Fahrzeuge, die sehr ähnlich sind wie das andere Fahrzeug. Teilweise hat man dann für ein Fahrzeug keinerlei Gutachten. Ich mache jetzt einfach ein Beispiel, obwohl es jetzt nicht so stimmt, weil wir dafür auch Gutachten hätten. Aber zum Beispiel der Hilux und der Land Cruiser sind von der Anbindung relativ gleich. Wenn man zum Beispiel nur vom Hilux ein Gutachten hätte, könnte man theoretisch auch das auf einem Land Cruiser eintragen. Wenn natürlich technisch das alles stimmt, muss das alles nochmal prüfen, auch ob dann der gleich große Reifen montiert werden darf und so weiter. Aber theoretisch könnte man dann das Gutachten vom Hilux nehmen und auf dem Land Cruiser eben die gleiche Felge verbauen, weil halt die Anbindungen und so weiter komplett stimmen. Also dann tut sich der TÜV-Prüfer nochmal ein bisschen leichter, wenn er nochmal ein Vergleichsgutachten dazu bekommt,
neben dem Festigkeitsgutachten. So, jetzt geht es weiter zum nächsten Thema, und zwar, um natürlich zu checken, dass die Gutachten auf das Produkt von uns passen, muss natürlich auf jedem Produkt die Gravierung sein. Also das heißt, es muss unser Logo drauf sein, es müssen die Nummern drauf sein, mit denen man das vergleichen kann, die technischen Daten und so weiter. Jetzt einfach nur mal hier kurz als Beispiel die Felge. Bei unseren Felgen zum Beispiel steht es meistens hier oben um die Kappe, stehen die Daten, oder hinten steht auch nochmal was dabei. Hinten steht dann hier zum Beispiel ist unser Logo, Delta Germany, dann welche Felge das ist, Lochkreis, Mittelloch, Einpresstiefe und so weiter. Und damit kann man das dann eben eintragen, und der TÜV-Prüfer muss das halt vergleichen, ob halt wirklich die Felge aus dem Gutachten dann auch die Felge auf dem Fahrzeug ist. Das ist halt wichtig. So viel zu den Felgen. Ansonsten bei den Bügeln zum Beispiel steht es dann immer, wenn man bei den Frontbügeln ist dann immer eine Plakette auf dem Frontbügel, wo alle Nummern draufstehen, genauso wie bei den Seitenbügeln bzw. Überrollbügeln. Bei den Höherlegungen ist auf jedem Höherlegungsteil bzw. auf jedem Aluminiumteil auch das Delta-Logo mit natürlich der Teilenummer, die dann auch im Gutachten zu erlesen ist. Und ja, so ist es im Endeffekt bei allen Teilen. Bei Reifen ist es so, dass da natürlich auch immer die Größe dabei steht. Da muss halt auch ein E-Logo dabei stehen, dass der Reifen halt in Europa zugelassen ist. Und ja, ansonsten könnt ihr euch sicher sein, wir würden euch nichts verkaufen, was keine Zulassung hat, ohne dass wir das euch explizit sagen. Aber normalerweise kommt es nicht vor, außer wir verkaufen was ins Ausland. Da ist es halt so, dass wir dann teilweise sagen, hey, du kannst es auf einen Ford Ranger Raptor 40 Zöller drauf montieren. Das geht jetzt in Deutschland zum Beispiel nicht, aber wenn ihr bei uns etwas regulär bestellt, dann hat es immer eine Zulassung. Auch bei uns im Online-Shop ist alles mit Zulassung, außer es steht explizit dabei. Und ich glaube, mir fallen jetzt auch nur vielleicht 2, 3 Artikel ein, die das nicht haben. Also das ist uns sehr wichtig, dass unsere Kunden da keinerlei Probleme haben, weil im Endeffekt am Ende kommt es ja auf uns zurück. Bei Reifen ist es halt auch wichtig, dass da die ganzen Daten draufstehen, und man muss da wirklich darauf achten, dass es die richtigen Größen sind, dass es der richtige Tragfähigkeitsindex ist, der Load-Index stimmt und so weiter, dass er auch das Schneeflockensymbol hat, wenn man in den Winter fahren kann oder will und so weiter. Also vielleicht machen wir zu Reifen aber nochmal ein extra Video, aber einfach nur so als allgemeine Info, dass man halt auch wirklich die Reifen im Kopf hat, dass man da auch die richtigen dazu bestellt. So, jetzt haben wir die ganzen Gutachten mal durchgesprochen, und jetzt geht es eben weiter. Jetzt hat man alles bei uns bestellt, man hat die Lieferung bekommen, man hat es angebaut, beziehungsweise das Autohaus oder die Werkstatt hat die Produkte an das Auto gebaut. Sieht alles hoffentlich natürlich super aus, und ja, dann geht es an die TÜV-Eintragung. Und zwar kommt ja normalerweise der TÜV-Prüfer dann in die Werkstatt, oder man muss dann zum TÜV-Prüfer fahren mit dem Auto. Dann geht es darum, schaut er sich das eben an, er vergleicht die Gutachten, er schaut, dass die Freigängigkeit gegeben ist. Also Freigängigkeit heißt, dass das Rad nirgends schleift, vor allem beim Einlenken. Da wird das Fahrzeug dann teilweise auch so aufgebockt, dass es maximal verschränkt. Und wenn das alles gegeben ist, wenn auch die Radabdeckung gegeben ist, das heißt, der Reifen muss eben komplett abgedeckt sein, entweder vom Serienradhaus oder von einer Lippe, die wir euch eben dann mitverkaufen, wenn es sie braucht, beziehungsweise eine Radabdeckung. Und dann vergleicht er die Nummern aus dem Gutachten und schaut sich eben alles an. Falls Rückfragen bestehen, kann es sein, dass er dann uns nochmal anruft. Wir helfen dann immer sofort weiter. Falls ihr bei der TÜV-Eintragung wirklich ein Problem haben solltet, dann bitte sofort uns anrufen, noch bei der TÜV-Eintragung. Nicht heimfahren und dann erst mit uns reden, sondern in den meisten Fällen, falls wirklich irgendwas sein sollte, können wir dann sofort helfen. Und ja, wollen wir natürlich dann auch, dass wir keinen im Regen stehen lassen. Aber wie gesagt, man sollte da nicht mehr Angst haben als nötig. Die meisten Prüfer sind wirklich sehr umgänglich und machen ihren Job super. Und ich meine, die machen eben diese ganzen Prüfungen, dass man da eben dann keine Probleme hat. Und ja, wie gesagt, in 99,9% der Fälle passt es dann auch wirklich. Manchmal ist halt irgendeine Sondersache am Fahrzeug zum Beispiel, und dann müssen wir halt eben reagieren. Und ja, wir haben bisher eigentlich immer eine Lösung gefunden in unserer über 40-jährigen Geschichte. Das schaffen wir dann bei euch auch. Wenn dann wirklich alles passt, von was wir einfach ausgehen, dann trägt es der TÜV-Prüfer ein. Das heißt, er schreibt ein Dokument
dass er eben es angeschaut hat mit allen technischen Daten, mit den Gutachtennummern und so weiter. Das ist eben so ein Blatt, das bekommt er dann mit. Die Eintragung kostet dann, ja, so bei so Rädern würde ich mal sagen, so 100, 150 Euro. Wenn es ein bisschen extremer ist, mal 200 Euro. Und dann pro Anbauteil wird es halt ein bisschen mehr. Also so ein extremer Umbau kann dann schon mal in die 500, 600 Euro gehen, muss man ehrlich sagen. Ist natürlich schon relativ kostenintensiv. Aber anders geht es halt eben nicht, wenn man das eingetragen haben möchte. Aber das sind dann wirklich dann extreme Umbauten. Da denke ich jetzt an unsere Beast-Umbauten, Amarok Beast, wo halt dann wirklich extrem verbreitet wird, extrem höher gelegt wird und so weiter. Wie gesagt, bei normalen Rädern wirklich 150 Euro rechnen und dann ist man dann normalerweise gut mit dabei. Allerdings ist dann noch nicht alles vorbei und zwar kann man dann damit zwar fahren, aber man hat dann es ist ein bisschen Diskussionsbedarf. Die meisten sagen, man hat ein halbes Jahr lang Zeit, um dann das noch bei der Zulassungsstelle in den Fahrzeugschein eintragen zu lassen. Und zwar läuft es folgendermaßen, man läuft zur Zulassungsstelle, manchmal geht es sogar mittlerweile auch online, zahlt dann meistens 12 Euro, also in München sind es 12 Euro meines Wissens und die Zulassungsstelle trägt es euch dann in den Fahrzeugschein ein und der Vorteil ist dann, dass ihr eben dann nicht mehr die TÜV-Teilegutachten und so weiter mitführen müsst, beziehungsweise das Dokument vom TÜV, sondern steht alles schwarz auf weiß im Fahrzeugschein. Ausnahme ist, wenn ihr zum Beispiel einen Frontbügel habt, der ein EG-Gutachten hat, den kann der TÜV-Prüfer nicht eintragen, sondern da müsst ihr trotzdem das EG-Gutachten weiter mitführen. Aber es ist wirklich ein Vorteil, wenn man neue Räder macht, dann steht alles wirklich schwarz auf weiß im Fahrzeugschein. Ist auch praktisch dann für den neuen Besitzer, wenn das Auto verkauft wird und hat alles Hand und Fuß und ihr müsst dann nicht im schlimmsten Fall nach, weiß nicht, 1 bis 2 Jahren oder bei der nächsten HU die Teile nochmal eintragen lassen. Also das wäre dann noch wichtig, dass ihr nochmal zur Zulassungsstelle dann fahrt. So, jetzt einfach nochmal ganz kurz zu so allgemeinen Sachen. Beim TÜV-Prüfer ist es so, ich gehe jetzt einfach vom TÜV-Prüfer aus, auch wenn KÜS und DEKRA natürlich genauso damit gemeint sind und andere Prüfinstitute. Im Endeffekt entscheidet immer der TÜV-Prüfer. Also es kann auch alle Dokumente da sein, alles kann passen. Der TÜV-Prüfer sagt trotzdem nein, kann passieren, ist seine Entscheidung. Wenn er Bedenken hat, dann kann er das ablehnen. Dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr kontaktiert uns, wir schauen, was wir noch erreichen können. Kann auch mal sein, dass sie dann sagen, fahrt vielleicht mal zu einem anderen Prüfer, dass er sich das nochmal anschaut. Dann kann sich das alles nochmal eventuell ändern, vielleicht auch zu einem anderen Prüfinstitut. Falls es dann wirklich alle Stricke reißen, haben wir auch die Möglichkeit, dass er zu uns kommt. Wir bekommen auch viel eingetragen hier. Auch nicht alles, also viele sagen immer, dass wir hier alles eingetragen bekommen. Nein, das stimmt auch nicht. Wir müssen uns natürlich auch an alles halten und alle Dokumente und Gutachten da haben. Dann kriegen wir das auch hin. Ansonsten, was noch sein kann, ist zum Beispiel Freigängigkeit schaffen. Das heißt, wenn das Auto umgebaut wird und es schleift, kann es sein, dass man Freigängigkeit schaffen muss. Freigängigkeit heißt, dass am Kunststoff ein bisschen was modifiziert werden muss. Das heißt, man nimmt einen Heißluftföhn, formt es da ein bisschen ein, also eine normale Werkstatt macht das öfter, auch bei normalen Autos, einfach, dass der Reifen nicht am Kunststoff schleift. Wenn man dann stark einlenkt, merkt man das einfach. Das kann einfach passieren bei manchen Umbauten, vor allem wenn wir halt größere Reifen nehmen, dafür sind wir halt einfach bekannt. Also wir sind halt einfach nicht die Firma, die euch langweilige Serienreifen verkauft und sagt, hey, ihr habt ein geiles Auto. Nee, unsere Philosophie ist halt einfach so, bis ins Maximum zu gehen. Und teilweise kann es dann einfach sein, dass es dann im Radlauf ein bisschen schleift, was halt wirklich kein Problem ist. Wir weisen euch da auch normalerweise vorher darauf hin. Also das heißt, wenn ihr das kaufen wollt, dann schreiben wir euch das auch rein. Eventuell Freigängigkeitsarbeiten erforderlich. Was ihr natürlich niemals machen müsst, beziehungsweise auch dürft, irgendwas am Rahmen zu modifizieren und so weiter. Das geht natürlich nicht. Es geht nur um den Kunststoff. Also da sagen wir euch vorher auch, um was es sich da handelt. Also wie gesagt, beim Amarok hat es immer gereicht, wenn wir große Räder verbaut haben, ein bisschen Heißluftföhn umzubauen. Ansonsten beim zum Beispiel Iveco Daily Van ist es dann schon extremer. Da muss wirklich geschnitten werden, aber das sagen wir euch dann vorher. Also bitte fragt uns da nochmal, falls ihr euch da unsicher seid. Ansonsten schreiben wir euch das auch in den Kostenvoranschlag rein, wenn wir euch Reifen mit anbieten und so weiter. Ansonsten, wenn ihr nur Felgen bei uns kauft, bitte ruft uns trotzdem gerne dazu an, was ihr plant für Reifen zu verbauen, beziehungsweise schreibt eine E-Mail, was auch immer und wir können euch dann genau sagen, oder was heißt genau,
relativ genau, was ihr machen müsst. Wir können auch nicht immer 100% recht haben. Jedes Auto ist ein bisschen anders. Jeder Reifen ist ein bisschen anders. Teilweise hast du einen Reifen 1 bis 2 Zentimeter breiter, obwohl es die gleiche Reifengröße ist. Haben wir alles schon gehabt. Aber wir kriegen das schon hin. Genauso ist es wie bei den Lippen, diese Kotflügellippen, die verkaufen wir mittlerweile relativ oft, weil es bei den Vans halt relativ knapp ist. Da versuchen wir halt mit der Einbisstiefe immer möglichst weit rauszukommen, damit wir einen großen und breiten Reifen montieren können. Und da müssen wir halt ein bisschen raus, dass es innen eben nicht schleift, beziehungsweise nur so schleift, dass man halt es eben durch Freigängigkeitsarbeiten beheben kann. Und da muss er eben außen diese Lippen hinmachen, die wirklich ein toller Stoff sind, also wirklich auch gut halten, wenn man das Auto gut reinigt vorher, auch mit Isopropanol und so weiter. Und dann kann es eben sein, dass man diese Lippen braucht. Bei manchen Fahrzeugen wissen wir mittlerweile, was wir da brauchen. Fiat Ducato Light brauchen wir eben diese ganz breiten 42er Lippen. Fiat Ducato Maxi reizt eben diese kleinen 26er Lippen. Erfahrungsgemäß. Wir haben da jetzt eben schon ganz viele Autos gemacht und wissen halt einfach, ja, wie der Hase läuft, wie man so schön sagt. Bei anderen Autos kann es halt dann eben sein, dass wir euch dazu schreiben, eventuell werden Lippen benötigt. Das ist bei der G-Klasse halt ganz oft, vor allem bei den älteren Modellen, weil es da halt dann wieder welche gibt mit AMG, ohne AMG, mit AMG-Paket und so weiter. Also nur das Beispiel jetzt mal, das sind halt dann wieder so viele Faktoren, dass wir euch das halt nicht hundertprozentig versichern können, dass ihr keine Lippen braucht. Es gibt dann wieder Reifengrößen, da können wir es euch versichern, aber das sind halt eben wieder die schmäleren Lippen. Aber wir versuchen ja, wie gesagt, immer so ein bisschen ans Maximum zu gehen, ein bisschen alles auszureizen. Und darum ist es halt einfach so, dass man bei diesen Lippen manchmal sagen muss, eventuell braucht ihr die. Und ja, es kann auch sein, dass es in der Werkstatt so ist, dass ihr die auf keinen Fall braucht. Dann, weiß ich nicht, schickt sie an uns zurück oder wie auch immer. Beziehungsweise eventuell sagt der TÜV-Prüfer dann, hey, da brauchst du Lippen. Da müsst ihr die eben bei uns nachbestellen oder ihr kauft euch andere Kotflügelverbreiterungen, wie auch immer. Ja, aber wie gesagt, da geht es eigentlich immer nur um Zentimeter und wir versuchen euch da im Vornherein wirklich gut drüber aufzuklären. Genauso ist es dann eben auch mit der Tachoangleichung. Wir können euch schon in den meisten Fällen sagen, wann ihr eine braucht und wann eben nicht. Und bei manchen Reifengrößen ist es halt einfach so, dass wir euch das nicht sicher sagen können. Bei vielen Modellen ist es halt auch wirklich der Tacho anders. Das kann halt wirklich passieren und manchmal verlangt der TÜV-Prüfer eine, manchmal verlangt er keine, manchmal macht er eine Probefahrt, manchmal macht er keine. Und ja, in den meisten Fällen wissen wir es, wann er eine braucht, aber es kann halt auch mal sein, dass ihr eine mitbestellt, obwohl ihr sie dann doch nicht braucht. Oder halt eben andersrum, ihr müsst einen nachbestellen. Genau, aber wie gesagt, fragt uns da vorher. Wir versuchen euch da möglichst drüber aufzuklären und in den meisten Fällen wissen wir natürlich aus Erfahrung, wann ihr eine braucht und wann ihr keine braucht.